Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute auf der IAA und dürfen euch ganz exklusiv den Mercedes-Maybach EQS vorstellen. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, es wird die Maybach-Version vom EQS sein, den wir euch schon vorgestellt haben. Aber nein, es ist ein SUV, den es auch als EQS SUV geben wird. Und genau den möchte ich euch heute zeigen. Und falls ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Reviews. Würde mich tierisch freuen. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir können leider nicht in den Innenraum gehen, wir können leider auch nicht fahren, aber ich werde ihn euch optisch außen zeigen. Bleibt jetzt dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Und jetzt haben wir ihn hier, ein elektrisches SUV, das riesig aussieht. Ihr seht ja schon, wie ich hier daneben stehe. Ich komme fast hier gar nicht hoch auf die Motorhaube und Maybach typisch haben wir jetzt hier eine Zweifarblackierung. Das ist natürlich noch ein Concept Car, ist aber sehr seriennah, heißt der Maybach EQS als SUV wird auch so aussehen, beziehungsweise eben der EQS SUV wird auch ähnlich aussehen. Und jetzt sprechen wir erstmal so ein bisschen über die Optik. Wunderschönes Schwarz, sehr schönes Rot in Kombination eben diese Zweifarblackierung, die Maybach typisch ist. Und dieses Auto sieht riesig aus. Und ich habe mich jetzt zuerst gefragt, macht das überhaupt Sinn, SUV elektrisch und dann irgendwie auch noch ja, CW optimiert? Und ich denke schon, denn wir haben jetzt hier dieses Bow-Design, was wir euch auch schon beim EQE vorgestellt haben oder auch beim EQS, heißt, wir haben ganz viele gerade Flächen, so ein bisschen wie so eine Seife, also ein Seamless-Design, wenig Ecken und Kanten und dadurch vermutlich einen guten CW-Wert. Den weiß ich jetzt in dem Fall ja noch nicht, aber der EQE und der EQS haben ja beispielsweise einen sehr guten CW-Wert. Und wenn wir uns jetzt hier die Front anschauen, fangen wir erstmal bei den Leuchten an, denn die sehen besonders aus. Sind jetzt hier dreigeteilt und hier drin seht ihr super viele kleine Maybach-Logos. Der Kühlergrill ist riesig, sehr aufrecht stehend, erinnert an das Black Panel, was wir euch ja schon beim EQS und EQE gezeigt haben. Maybach steht jetzt hier oben schön eingeprägt eben in dieses Chrom. Mercedes-Stern thront hier oben und wir haben jetzt hier auch nochmal einen Power Dome, der auch ebenfalls nochmal mit einem chromfarbenen Element geschmückt ist. Super interessant, unter diesem Black Panel werden vermutlich sehr viele Sensoren sein für die ganzen Assistenzsysteme, die dann da drin sein werden. Ich finde das super gelöst, weil das ist überhaupt nicht störend, aber es ist schon ein riesiger Kühlergrill, da muss man sich dran gewöhnen. Da unten dann auch, wenn Jan schon drauf filmt, haben wir ganz viel Chrom, hier auch nochmal aufrecht stehende Streben im Unterfahrschutz, beziehungsweise es ist kein Unterfahrschutz, aber es ist hier unten auf jeden Fall ein sehr großes Element und von vorne sieht ja schon ganz schön dick auf der Straße aus, genauso wie eben so ein Maybach sein soll, oder? Wenn wir jetzt in die Seite gehen, sprechen wir da auch über das Design und was als allererstes auffällt, sind die 24 Zoll großen Felgen. Haben jetzt hier eben ein Maybach Bow Design, haben wir euch auch schon beim S-Klasse Maybach vorgestellt. Das ist natürlich Geschmackssache, ist komplett geschlossen, in der Mitte dann auch noch Mercedes-Stern, Maybach Logo. Ich habe unter meinem Video ganz viele Kommentare von euch gelesen, kann ich den Maybach auch haben, nur nicht mit diesen Felgen. Ich persönlich finde sie auch nicht so schick, aber es ist wie gesagt Geschmackssache und hier an der Seite geht es jetzt auch viel um den CW-Wert. Einerseits haben wir jetzt hier sehr, sehr schmale Spiegelkappen an der Seite. Wir haben CW-optimierte Fußtrittbretter hier unten an der Seite nochmal, um eben besser in das SUV reinkommen zu können. Und wir haben jetzt hier auch eingelassene Türöffner, die auch gut sind für den CW-Wert. Und ihr seht schon von der Seite, dass es durchaus möglich sein kann, eben ein CW-optimiertes SUV zu machen als Elektrofahrzeug. Ihr seht jetzt hier auch eben dieses One-Bow-Design, was ich euch beschrieben habe. Das ist alles sehr ohne Ecken und Kanten und eben wie so eine Seife, nur eben ein bisschen hochgebockter. Und leider darf ich euch den Innenraum nicht zeigen, super schade, aber es wird wieder der Hyperscreen drin sein. Die Sitze sollen an die Maybach S-Klasse erinnern, die wir euch schon vorgestellt haben. Hier an der Seite habt ihr auch nochmal ganz oft das Maybach-Logo und sehr interessant jetzt hier um die Fenster eben sehr viel Chrom. Hier unten dann eben auch nochmal die Zweifarblackierung und hinten auf der D-Säule nochmal sehr groß das Maybach-Logo.
Schreibt mir mal in die Kommentare, wie jetzt so euer erster Eindruck ist. Hier habt ihr dann unten auch nochmal eben schwarz lackierte Rathäuser und ich finde diese 24 Zoll Felgen schon ziemlich krass. Aber geschlossen ist natürlich dann auch CW-Wert optimiert. Und jetzt schauen wir uns noch das Heck an. Und hier haben wir jetzt EQ-typisch eine durchgehende Leuchte in diesem Helix-Design. Die soll sich auch von außen nach innen animieren. Hier können wir dann den Kofferraum öffnen, in der Mitte dann der Mercedes-Stern. Maybach steht hier auch nochmal stolz drauf. Ich guck mal, ich kann auch leider nicht den Kofferraum öffnen und den euch zeigen. Und hier unten habt ihr eben das gleiche Element, was wir auch schon vorne gesehen haben, was ich super schick finde. Steht auch sehr hochgebockt jetzt hier hinten. Und jetzt ist natürlich interessant, wir haben ja jetzt hier ein Elektrofahrzeug. Und jetzt ist spannend, was wird es für Akkus haben? Ich schätze, dass der EQS SUV in Zukunft wahrscheinlich auch bis 200 kW ladbar sein wird. Ich schätze auch, dass er einen 108 Kilowattstunden fassenden Akku haben wird, genauso auch wie der EQS. Und ich schätze auch, dass ihr dann innerhalb von 5 Minuten ungefähr 300 Kilometer nachtanken könnt. Was echt gut ist, das ist ein Konzept der Zukunft. Was auch interessant ist, ich schätze vermutlich, wenn wir jetzt vielleicht nochmal ins Profil gehen oder nochmal auf die Seite gehen, ich schätze vermutlich, dass wir auch wieder eine Luftfederung serienmäßig haben werden. Wahrscheinlich wird es auch eine Hinterradlenkung geben, serienmäßig, beziehungsweise optional 4,5 Grad, beziehungsweise eben 10 Grad, wie es ja auch beim EQS so ist. Hier kann man ihn dann wahrscheinlich auch noch laden. Dann vielleicht noch ein paar Worte zum Innenraumdesign. Ich habe euch ja schon gesagt, der Hyperscreen wird da drin sein, heißt, von der einen Säule bis zur anderen Säule. Ein riesiger Screen, könnt ihr auch noch mal bei uns im EQS-Review nachschauen, wie der aussieht, beziehungsweise beim EQE. Und der Innenraum soll auch von der Mode inspiriert sein. Heißt, da ist sehr viel Blau drin, es sind viele Stoffe aus der Mode. Es soll auch serienmäßig eine Vasenvorrichtung geben, dass man sich da Blumen reinmachen kann eben. Und es soll ein sehr freies Innenraumdesign sein. Ich kann es euch aber leider noch nicht zeigen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie jetzt so euer erster Eindruck ist zu der Optik. Und jetzt komme ich noch kurz zu meinem Fazit. Es ist super interessant, was Mercedes gerade in Richtung Elektromobilität macht. Da drüben steht die elektrische G-Klasse, vielleicht könnt ihr mal darüber filmen, ist vielleicht auch ganz interessant für euch zu sehen. Da steht die elektrische G-Klasse. Wir haben euch jetzt den EQE, also die elektrische E-Klasse vorgestellt, wir haben euch die elektrische S-Klasse vorgestellt. Es wird alles in Richtung Elektromobilität gehen und Mercedes wird auch alle Modelle, die sie aktuell haben, eben in elektrische Modelle bringen. Ich finde es super spannend. Ich finde auch dieses Konzept hier sehr interessant. Vor allem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein unfassbar komfortables Fahrgefühl sein wird, eben bei diesem Maybach. Es war auch schon bei der S-Klasse sehr komfortabel, weil ihr habt keine Geräusche eben durch Motoren oder so. Ihr habt aber hier vermutlich trotzdem sehr viel Power und ein sehr freies Raumgefühl. Und vor allem sitzt ihr jetzt in dem Fall auch noch hoch, habt hier ein SUV. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wollte ihn euch auch nur ganz schnell zeigen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer erster Eindruck ist und schaut doch gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die? Ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!